Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr die ganzen Rätsel lösen könnt, welche man momentan in den Dungeons von Hypixel Skyblock finden kann. Wenn ihr nach einem bestimmten Rätsel sucht, habe ich euch auch die Timestamps dazu in der Videobeschreibung verlinkt. Fangen wir aber nun mit dem ersten Rätsel an, das Tic-Tac-Toe. Um dieses erfolgreich zu lösen, müsst ihr einfach nur verhindern, dass der Gegner 3 Kreuze in einer Reihe bekommt. Deswegen versucht gar nicht erst selber 3 in einer Reihe zu bekommen, sondern spielt so, dass ihr immer verhindert, dass der Gegner gewinnt. Denn bei einem Unentschieden habt ihr dieses Rätsel auch erfolgreich abgeschlossen. Wenn der Gegner das erste Kreuz in der Mitte gesetzt hat, macht euren Kreis am besten in einer Ecke, und wenn der Gegner in einer Ecke angefangen hat, macht euren ersten Kreis in der Mitte, und von da an könnt ihr eigentlich immer den Sieg des Gegners verhindern. Bei dem Wasserpuzzle ist das Ziel, den Weg zur Kiste freizumachen, indem wir Wasser zu der Farbe leiten, die uns den Weg versperrt. Mit den Hebeln an den 6 verschiedenen Blöcken könnt ihr den Wasserfluss dann so lenken, dass das Wasser zu der richtigen Farbe gelangt. Ich würde euch dabei empfehlen, dass ihr den Hebel fürs Wasser immer kurz hin und zurück schaltet, nachdem ihr die anderen Hebel so eingestellt habt, dass das Wasser bei der richtigen Farbe ankommt. Mitunter müsst ihr aber auch das Wasser aktivieren, und nachdem das Wasser an einem bestimmten Block oben vorbeigelaufen ist, müsst ihr bei den 6 Hebeln vielleicht einen umlegen, damit das Wasser weiter unten richtig geleitet wird. Weiter geht es mit dem Teleport-Labyrinth. Die einfachste Methode, wie ich finde, mit der man schnell zu der Kiste in der Mitte gelangt, ist, dass man immer das Teleportpad benutzt, welches sich diagonal in den Raum befindet, in dem man teleportiert wurde. Und wenn man dann wirklich die ganze Zeit immer schräg zu dem nächsten Teleporter rennt, sollte man das Rätsel in unter einer Minute lösen können. Bei dem Puzzle, bei denen ihr einen Raum mit den Creeper findet, benötigt ihr einen Bogen, denn ihr müsst bei dem Rätsel immer 2 gegenüberliegende Seelaternen mit eurem Bogen abschießen, damit diese mit einem grünen Laser verbunden werden. Dabei müsst ihr die Seelaternen so miteinander verbinden, dass der Laser durch den Creeper geht. Dabei könnt ihr auch die Seelaterne nutzen, die direkt unter dem Creeper ist, und sie mit der Seelaterne an der Decke verbinden. Wenn dann genügend Laser durch den Creeper gehen, wird dieser geladen und explodiert, womit ihr dieses Rätsel erfolgreich abgeschlossen habt. Weiter geht's mit dem Rätsel, bei dem ihr 3 Leute mit 3 Kisten vorfindet. Das Ziel ist es, herauszufinden, in welcher Kiste die Belohnung ist, indem man anhand der Aussagen von den 3 NPCs entscheiden, wo die Belohnung drin ist. Das Gute bei dem Rätsel ist, dass es momentan nur 6 verschiedene Kombinationen bei den Rätseln gibt, und wenn man alle einige Male hatte, muss man nicht mehr so viel überlegen, oder da es momentan auch nur 6 Kombinationen gibt, kann man auch einfach nachschauen, bei wem die Kiste in der Belohnung ist. In der Videobeschreibung habe ich euch einmal einen Forumpost verlinkt, bei dem ihr die 6 möglichen Kombinationen für das Rätsel mit Lösungen nachschauen könnt, wenn ihr euch mal nicht bei dem Rätsel so sicher seid. Damit kommen wir zu dem Blaze-Rätsel. Um dieses Rätsel zu lösen, müsst ihr die Blazes in der richtigen Reihenfolge nach und nach besiegen. Dabei muss man aber beachten, dass man den Raum in 2 verschiedenen Variationen vorfinden kann. Einmal ist die Kiste am Anfang ganz unten im Raum, dann muss man den Blaze mit den niedrigsten HP zuerst besiegen und dann der Reihe nach die anderen Blazes. Und wenn die Kiste ganz oben ist am Anfang, muss man zuerst das Blaze mit den meisten HP besiegen und danach alle anderen Blaze bis hin zu dem Blaze mit den niedrigsten HP. Wobei man bei den Rätseln nur aufpassen muss, ist, dass wenn man einen Bogen mit Piercing verwendet, dass man nicht aus Versehen einen falschen Blaze zuzeitig besiegt, womit dieses Rätsel gescheitert wäre. Kommen wir nun zu den Silberfisch-Rätsel. Hier ist das Ziel, den Silberfisch mit dem TNT zu der Kiste zu schieben, indem man den Silberfisch auf dem Eis hin und her schubst. Ein Tipp hier wäre es, dass man den Silberfisch am Anfang in Ruhe lässt und erst einmal den Weg nachschaut, den der Silberfisch nehmen muss, indem man vom Ziel aus schaut, wie man zu der Ausgangsposition des Silberfisches gelangt. Weiter geht es mit dem Eisrätsel. Das Ziel hier ist es, das ganze Eis in Packed Eis zu verwandeln, indem man darüber läuft. Wenn Eis einmal zu Packed Eis wurde, darf man nicht nochmal darüber laufen, dass das Eis ansonsten kaputt geht und ihr noch einmal von vorne anfangen müsst. Wenn ihr eine Ebene erfolgreich geschafft habt, ist euer Fortschritt dort gespeichert. Am besten solltet ihr bei dem Rätsel die ganze Zeit sneaken, wenn ihr auf dem Eis seid, damit ihr nicht aus Versehen zu weit rutscht und unabsichtlich einen Block zu Packed Eis verwandelt und euch somit den weiteren Weg versperrt. Und damit kommen wir zum letzten Puzzle, welches es momentan gibt, nämlich das Kistenrätsel, bei dem man die Boxen so verschieben muss, damit der Weg zum Ziel frei wird, und am besten macht man dieses Rätsel zu zweit, wobei einer die Kisten schiebt und einer oben drüber die Kommandos gibt, welche Kiste am besten geschoben werden soll, damit man den Weg zur Belohnungskiste frei macht. Worauf man bei diesen Rätseln nur achten muss, ist, dass man nicht zu viele Kisten nach hinten schiebt und sich damit den Weg versperrt, da man die Kisten nicht zurückziehen kann und somit vielleicht dieses Rätsel scheitert. Das waren dann auch schon alle Rätsel. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches der Rätsel ihr am liebsten macht, wenn es euch in einem Dungeon Run begegnet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.